Es war einmal südlich der Zaubererwelt von Hogwarts, wo Zauberer, Kobolde, Muggel und Schlammblüter friedlich miteinander lebten. Weil die Kobolde böse abhängig waren von dunkler Magie, so wie mein Cousin von Weed, schmiedeten sie Pläne, die Zaubererwelt zu unterwerfen, um sich so ein cremiges Leben zu verschaffen. Aber ich, Danny DeNinio, spiele dieses Spiel, um die Kobolde davon abzuhalten, unschuldige Wesen in die THC-Abhängigkeit zu bringen. Willkommen zu Hogwarts Legacy. So, liebe Leute, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Die letzten oder die ersten beiden Folgen waren ja mehr so Introduction, Einleitung und jetzt geht's hoffentlich richtig los. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Okay, ich glaube hier hoch. Okay, jetzt zeigt mir sogar den Weg auf der Karte an, das ist cool. Okay. Ja, sieht schon nice aus von der Atmosphäre. So kurz lauter machen die Musik. Kann man hier interagieren? Nee. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Kamera ein bisschen weiter weg machen kann. Ist ein bisschen nah dran, ne? Sieht schon nice aus. Ich meine, man darf nicht vergessen, es ist ein riesiges Open-World-Game. Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Okay. Das ist ja geil gemacht. Lol. Hä, übrigens, ich habe die Textgröße auf groß gemacht, aber die Untertitel sind immer noch so klein. Ich glaube, man kann die gar nicht größer machen. Das ist scheiße. Aber was soll's. Fange ich den schon an? Ich denke schon, oder? Ja, scheiß mal auf. Los geht's. Bisschen Progress machen. Nicht so wie die ersten beiden Folgen, wo einfach nur Gelaber ist, ne? Here. Behind you. There is an open seat here. Gryffindor? Hello, I am Nettie. Na gut. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? No, not yet. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Color change and growth. Okay. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Was ist Obliviate? Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, Ich schwöre, wie im echten Leben, keiner weiß was. Also Dozent oder Lehrer fragt was, niemand weiß was, keiner meldet sich. Textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Was ist da? Akio, ah, nice. Halte den, ja, okay. Oh. Das ist wirklich cool gemacht, dass man die jetzt so ein bisschen kurz nachzeichnen muss, um die zu erlernen. Also ist das nicht schwierig, aber es ist trotzdem irgendwie cool. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it.
You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Das habe ich geliebt in der Schule, wenn du so draußen Unterricht gemacht hast oder Exkursionen. Einfach weg aus diesem stinkigen, dreckigen Raum. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Okay, wahrscheinlich mit Accio die heranziehen. Warum ist Ravenclaw die höchste Punktzahl? Okay, was? R2 drücken und den Viereck. Okay, der visiert die automatisch an, das ist cool. Excellent control there. Digga, Meister, ich schwöre dir. Shit, das war ein bisschen zu früh. That's it. Nein! Not to worry. Shit. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai. Okay, es war Einführung, okay. Give our new student a bit of a challenge. Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Gibt's denn ein Zeitlimit oder nacheinander? Let us see this. Ja, ich kann. Ja, okay, nacheinander, denke ich mal. Yes! Ey, die Snitch hat einfach 50 Punkte gemacht. Ach hier. Very good. Kann ich ihre Bälle wegkicken? Wahrscheinlich schon, oder? Hau mal ab. Probier ich jetzt einfach, ist mir scheißegal. Fuck, das war nein, das war viel zu früh. Well done. Here we go. Ja, okay, das sollte ich schaffen, oder? Man, hau doch mal ab aus der Mitte. Ach hier. Ja, okay, ich kann die wegkicken, aber war zu früh. Aber ich hab trotzdem gewonnen, oder? Ja, easy. Das ist cool gemacht, dass man halt einen neuen Zauberspruch lernt und halt direkt Competition hat. Das ist mega cool gemacht. A bit more interesting, shall we? Oh. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Die kleine Bitch, ey. Yes! Die kleine Bitch. Ach hier. Hau ab. Komm, fall runter. Excellent control. Ah, knapp. Let us see this. Ah, sie hat verkackt. Ist die schlecht. Mach ich Risiko oder? Ich glaube nicht, weil sie hat den verkackt. Oh shit, das war ein bisschen zu weit. Oh shit. Oh. Brilliant. Okay, wenn sie jetzt verkackt, habe ich gewonnen.
Ey, was macht sie da? Ey! Okay. That is how it's done. Ich muss punkten. Accio. Nein. Ja, aber ist okay. Ich hab gewonnen. Hä? Niemals ist es in der 50. Was? Oh, ich trottel. Very good, both of you. Well done. Ja, das war kacke. Mann. Das regt mich jetzt auf. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight Du bist doch game. Slytherin Turns ehrgeizig. out we were evenly Ich hasse es zu matched. Took me verlieren. weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My Was? mother received an Wagadu? offer Was to ist teach das? divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway Uganda. around the world at a new school in a new country. Wie ist denn das eigentlich? Hat jedes Land eine Zauberschule oder jeder Kontinent oder... Nee, kann ja auch nicht sein. Hogwarts ist ja nur für die Briten. Ich weiß das gar nicht. Also im 4. Teil Feuerkelch ist ja so, dass da auch 2 andere Schulen sind. Aber die waren auch von... Nee, der eine war aus Ungarn, ne? Und die andere aus Frankreich, Spanien da. Wie groß ist Is Wagadu much Wagadu? bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the Was? Die größte? world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Teil 2 dann Hogwartslegacy. Wäre geil, so in Afrika oder so. Wäre nice. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Stimmt, man braucht eigentlich gar keinen Zauberstab. Warum benutzen eigentlich alle einen Zauberstab? Ja, Schwäche nicht unbedingt. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about Muchas another wizarding school. gracias. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Hau rein. Of course. A word, if you would. If you wanted to speak with me, Professor. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Wäre jetzt eigentlich ein anderer Dialog da gewesen, hätte ich gewonnen oder verloren? Das ist eine coole Frage, ne? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad.
After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying Als everywhere. Maul. Quite unsafe, really. Was ist denn hier oben eigentlich? Schloss auf Stufe 1. Da brauche ich wahrscheinlich Alomora. Hello there. Oder ein Dietrich. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ja. Danke. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ach, übrigens, Leute, ich habe mein HDMI-Kabel getauscht. Hab jetzt, oder das müsste besser sein. Das heißt, ich hoffe und denke, dass die Audioqualität jetzt besser ist, beziehungsweise dieses Knistern, Rauschen im Hintergrund jetzt hoffentlich ab dieser Folge weg ist. Mrs. Norris. Spaß. Ich will auch ein Haustier haben. Bekommt man noch eins? Bestimmt, ne? Wo bekommt man die Viecher nochmal? In der Winkelgasse, ne? Oder wahrscheinlich hier in Hogsmeade irgendwie. Wie den Zauberstab. Moment mal, ich habe ja schon einen Zauberstab. And then the werewolves joined the goblins in the Goblins, uprising. werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're I'm telling not telling lies. lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ja, die Ravenclaws, die Besserwisser. Bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Hä, aber warum zerstört der Geist das, wenn die falsch liegen? What? Revelio. Wie ändere ich denn die Reihenfolge hier? Okay, das check ich nicht. Wahrscheinlich haben diese Tierdinger hier eine bestimmte Zahl. Warte mal, 0 plus 3 plus 2 ist 5, ne? Das heißt... Das Pferd? Das Einhorn? Oder das? Wo ist denn das Einhorn, Mann? Geht nicht. Aber ich kann hier doch eh nur eins auswählen. Das heißt, eigentlich müsste das doch irgendwann sich öffnen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wo muss ich überhaupt hin? Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in den Regionen von Hogwarts mit der schwarzen Flagge gekennzeichnet und können bei Erkundungen der Welt gefunden werden. Und verleihen EP, okay. How nice to see you, my young friend. Revelio. Was kann ich jetzt hier machen? Keine Ahnung. Ich check viel einfach noch nicht.
Sieht aus wie Fluffy, ne? Bloß halt so als anderer Hund. Windhund oder so. Ey, warte mal, kann man die Kamera nicht irgendwie ein bisschen weiter entfernt machen? Weil das ist echt ein bisschen nervig. Ich glaube aber nicht, oder? Bildschirm... Nee, irgendwie nicht. Kamera, nee, leider nicht. Schade. Weil das ist mir echt ein bisschen nah dran. Okay, ich kann hier nicht rüberspringen. Boah. Ja, also wie gesagt, wie in der letzten Folge, die Steuerung ist echt so ein bisschen... ja, hart, ne? So ein bisschen wie bei Red Dead Redemption 2 am Anfang, wo du einfach überfordert bist. Aber ich sag mal so in 5, 6, 7 Folgen und dann... oh. Dann sollte das eigentlich easy sein. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ja, sein kleiner Schniedel ist small. Boah, okay, das ist schon ein bisschen schwieriger. Levioso. Aber ich check immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Wingardium Leviosa und Levioso ist. Now, let's try something a little larger. Oh. Let us begin with the basic cast. Hä? Ach so. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Good. Now, the basic. Very good. But the best way to practice is by dueling. Oh, shit. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso. Der Sebastian hat auf jeden Fall Humor, das ist schon mal cool. You may begin. Oh shit, wie block ich nochmal? L2 oder so, ne? This should be easy. Okay, Dreieck. Protego. Levioso. This can't be your first. Alter, Todesfehlenergie. Let's just say I'm a quick learner. Okay, die haben einen Cooldown. I do enjoy life duel. Levioso. If only all of my students. Ich muss die Controller-Lautstärke nochmal ein bisschen runter machen. Warte mal. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge.
Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. Aber er war doch auch Slytherin. Das heißt, wir hätten sogar so Punkte bekommen. We can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Ich finde, Goblins klingen so viel besser als Kobolde. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. Auch bei Herr der Ringe, da heißen ja, glaube ich, Goblins und nicht Orks. Klingt auch viel. Ja, obwohl Orks ist schon geil. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you. So, Sebastian, sei nicht traurig, Kollege. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ja, ein oder andere Mal. Yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. Unsanctioned. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skip. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Luke and Brattleby. If you're interested. Till next time. Das ist schon geil hier, dieses Duellpodest. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Diese Folge muss ich jetzt leider schon wieder beenden. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es heißt Hogwarts Legacy. PS, Lizzo bin die Besten. Haut da rein.